Mission objectives: locate and procure any documents related to Operation Resurrection. Locate entrance to main Übersoldat station area. Part 2: X-Labs. There is very little information about the X-Labs themselves. Our defecting scientist worked in weapons research, and although he is aware of the existence of the X-Labs, he has never been there. He has, however, informed us that the X-Labs do make extensive use of Tesla technology to create powerful guided electrical fields. These are apparently used for everything from security gating to local power generation. It is also rumored that this technology is what drives the nervous systems of what our scientist calls the X-creatures. This last statement indicates that you will probably engage more of the Lopers that you first encountered at the secret weapons facility, as well as other unknown types of X-creatures. You should proceed with caution into any new areas until you can ascertain what it is you are dealing with. Your ultimate mission is to discover exactly what Project Übersoldat Super Soldier is and what Deathshead's ultimate plans for said project are. Be on the lookout for any documentation linking Deathshead's activities with Operation Resurrection. Sir. This had better be important. Yes, sir. The American agent has infiltrated the X-Lab facility. What? Will this fool follow me to the ends of the earth? What are your orders, Herr Oberfuhrer? Dispatch the remaining security force immediately. And if the American gets past the security force? Then I will deal with him. Jawohl! Jawohl. Oh. Ja, hupsi. Ich habe ja ganz vergessen, dass ich im Feindesgebiet bin. Das ist natürlich nicht so klug, wenn man irgendwie eine Base infiltriert. Naja. Was auch immer das jetzt gemacht hat. Oh. Okidoki. Ja. Ist someone there? Oha. Na gut. So, hier gibt es erstmal kein Durchkommen für weder mich noch Gegner. Da kommen wir hoffentlich später noch irgendwie hin. Irgendwo höre ich was. Ist das über mir? Sehr wahrscheinlich. Oh Gott. Die Typen, ey. Die Typen, ey. Hatte ich schon gespeichert? Ja. Aber gut, ich bin selber schuld. Ich habe mich nicht dran gehalten, an was man mir geraten hat. Ich bin nicht vorsichtig genug vorgegangen. Lol. So. Ich mache mir das jetzt einfach.
Au, 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 au. Ja, renn du nur. Du Kreatur. Au. Nice. Okay. Ich nehme mal schwer an, dass das Game ab jetzt vermutlich ein Tacken schwieriger wird. Jetzt, wo es normal sein wird, dass diese Kreaturen auf mich draufgehen und lauern und alles. Na gut, hier geht's nicht durch. Jetzt bin ich echt gespannt, wie gut ich hier dann noch durchkommen werde. Ah. Ach so. Das ist jetzt natürlich ernüchternd. Ich hatte gehofft, ich komme jetzt irgendwo durch. Mhm. Ja, aber wo muss ich denn dann lang? Musste ich hier vielleicht noch irgendwas drücken? I don't know. Habe ich überhaupt versucht, ob ich da auch dadurch komme? Weiß ich gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Ja, let's go. Oha. Hm. Na dann. Okay, 2 Stück habe ich erwischt. Oha. Eieieiei. Oha. Uncool. Au, 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 au. Heilige Scheiße. Alter Vater, alter Vater. Die Typen machen keine halben Sachen. Absolut brachial sind die. Aber hier ist glücklicherweise mehr als genügend Ausrüstung erstmal. Ah, jetzt sind wir hier. Oh. Au. So, nimm das. Ich meine, es bringt mir nicht wirklich was, hier hinzugehen, I guess. Dann lieber auf die Seite. Was bist du denn für einer? Holy shit. Au, au, au. Oh, wie gemein. Da will man sich angucken, was der für eine Waffe hat. Und dann kommt auch immer noch so einer von da unten. Das ist ja frech gewesen. Ach, Mann. So.
die einen da einfach locker von unten treffen, ist so frech, ne? Was ist das für eine Waffe, die da haben? Ich kann die halt auch gar nicht... Haben die Dingsmuni hier für die? Ja, okay. Also, was soll ich denn machen, bitte? Das ist ja unfair, dass die einen hier von hier treffen können. Na super. Really? Ich hasse Granaten. Die funktionieren einfach nie so, wie ich das will. Ja, super. Das ist gemein. Also das finde ich irgendwie ein bisschen doof an den Gegnern. Also, keine Ahnung, dass die halt einen wirklich so easy auch treffen und dann auch so viel Schaden machen. Okay. Und so irgendwas anderes außer Raketenwerfer scheint gar nicht so gut zu funktionieren. Ja, wow, what? Wie? Wie soll ich denn mich dagegen verteidigen, bitte? How? Leute, ich kann den Gegner nicht mal sehen. Das ist doch bescheuert, so. Das ist doch unfair. Das kann man auch nicht kaputt machen. Ja, man muss halt irgendwie ein bisschen cheesen, ja. Aber come on, das ist doch ein bisschen Quatsch ist es, dass die da irgendwie so komische Kräfte haben, dass die da einen easy wegballern können. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. Das für die kein Problem ist, einen von einer ganz anderen Ebene auszukillen. So. Oh Gott. Oje, oje, oje. So viele Raketen habe ich auch nicht. Wo bin ich denn jetzt rausgekommen? Oh. Interessant. Naja. Hier war ich jetzt doch nicht, oder? Ah, doch. War das hier? Ja. Aber eine Sache will ich mir noch anschauen, bevor ich weitergehe. Ach lol, vor allem war ich hier hinten ja auch nicht. Ja, ich will mich erst hier unten gescheit umschauen. Okay, hier ist aber sonst nichts weiter. Aber da war noch eine Tür. Und die wird sich natürlich auch angeguckt. Das ist ja logisch. Hier bin ich hoch vorhin. Und hier möchte ich auch rein. Ah, jetzt bin ich hier, glaube ich, unter dem Main-Teil, oder? Ja.
Okay. Ah, hier geht's auch noch weiter. Oh, wer schießt? We found a secret area, nice. Oh no. Oh Gott. Hi. Ach du Scheiße. Jo, ist klar. Wie wär's damit? Lol. Ah lol, man kann denen die Rüstung wegschießen. Aber wie viel halten die denn aus? Wow. Ah, der hatte jetzt einen Raketenwerfer selbst, okay. Okidoki. Ah, aber wir haben hier ja auch die Dinger hier, den Strom. Ich denke mal, wir sollen die vermutlich auch... Lol. The fuck is happening? Ich nehme einfach mal schwer an, wir sollen die notfalls auch durch irgendwelche Stromfelder locken, oder? Ah, hier bin ich vorhin rausgekommen. Yes, I see. Ich erinnere mich, ich erinnere mich. Ja, ja, da könnte man zum Beispiel hier, wenn da einer wäre, könnte man den hier einfach durch so ein Ding laufen lassen, in der Hoffnung, dass man ihn dann besser ausschalten kann. Ja, ja. Na gut. Vielleicht können wir das ja noch irgendwann einsetzen zu unserem Vorteil. Vielleicht nicht. Was das? Keiner mehr hier? Okay. Aber krass, dann wird das Game jetzt echt noch gut herausfordern, was hier einfach nur... Ja, nicht sauberes Wasser. Zieht man sich bestimmt keine komischen Vergiftungen zu oder so. Wenn man da drin rumschwimmt, ist bestimmt voll in Ordnung. Oje, oje. Au. Jo, ist klar. Ballert er mir einfach eine Rakete rein. Na komm. So. Hier haben wir unten sonst nichts weiter. Na, dann habe ich eine Idee. Die nennt sich schnell sein. Oh. Ist ihm scheißegal, ich sehe schon. Ja, cool. Noch niemand hier zu sehen. Objectives? Was? Mir fehlt noch ein Objective. Locate and procure any documents. Oh. That's a new one. Das ist mir bisher jetzt noch nicht passiert hier. Dass ich tatsächlich einen Objective nicht,
nicht completed habe. Vorm Finden des Access. Na dann suchen wir uns mal diese Documents. Eigentlich wäre ich gar nicht so blöd, weil die können wir uns dann durchlesen und eventuell steht da ja irgendwas zu den Typen noch drin, wie man die am besten bekämpfen kann und so weiter und so fort. Irgendwas, was mir hilft, dass ich nicht so schutzlos gegen die bin. Wäre eigentlich sogar voll nett. Weil, mal ganz kurz schauen. Gut, ich habe noch 4 Raketen, das heißt, einen kriege ich zumindest tot und einen weiteren sehr geschwächt. Aber gegen die Typen ist halt doch am besten, sich nicht allzu lange in deren Sichtfeld aufzuhalten. Die mögen das nicht so sehr, glaube ich. Also eigentlich mögen die es sehr gut. Die mögen das sogar sehr gerne, weil die dann einen kurz wegballern können, aber für meine Gesundheit ist es schlecht. Für meine Gesundheit ist es tatsächlich ziemlich schlecht. Wenn ich mich zu lange in deren Blickfeld aufhalte. Naja. So, das hier sieht doch nach einem Raum aus, wo irgendwelche Dokumente liegen. Na, da unten also, da haben wir es doch schon. So. Project Book und was haben wir hier? To SS-Oberführer Wilhelm Deathshead Straße. From Reichsführer SS Heinrich Himmler. Willy, it saddens me to hear that you have declined the invitation from the Paranormal Division to attend the upcoming ceremony in Paderborn. You will be missing out on a rare opportunity to witness a momentous event. I had hoped this experience might provide you with a new insight or, at the very least, cure your lingering skepticism. I see that once again I am to be disappointed. I've always considered you one of the most valuable contributors to the Reich. Were it not for your continued obstinacy in this area, there would be no limit to the support I would give you. I urge you to reconsider. It is not too late. H. Himmler. Na gut. So, und das hier. Operation Resurrection. Phase oder Phase 1 Extraction. Officer in charge, Oberst Helga von Bülow. Here again, I thought they put that crackpot away years ago. Background, see appendix. Note, for further background regarding the historical significance of Heinrich I, the Dark Knights and related subjects, the SS Paranormal Documents, hashtag SQ001773, hashtag SQ001774 and hashtag SQ001777. Also Volume 2, Chapter 7 of A Spiritual History of the Third Reich by Dr. Karl Bohren. For details regarding excavation of the first and second Dark Knight, see SS Paranormal Briefings, hashtag SB02188 and hashtag SB03714. With the discovery of the elusive third Dark Knight, Operation Resurrection is once again active following a 4-year hiatus. Phase 1 Extraction. Excavation shall commence at the first favorable lunar cycle. The team, under the direct supervision of Oberführer von Bülow, shall at all times maintain strict adherence to established rituals of talismanic removal and residual purification. Utter rubbish. Upon completion of the excavation, the extraction team, headed by Professor Senf, shall perform the most delicate step in the entire procedure. A life essence disengagement of the heart and all essential dormant organic materials. Note: the reflex interferomoscope must undergo a 36-hour burn in session prior to the extraction. Hard to believe someone of Sam's caliber would involve himself in this foolishness. Phase 1 Extraction. Following a successful extraction, all materials are to be delivered to the nearest field lab for further processing. Once processing is completed, the resulting distillate compound will be sent to SS Paranormal Headquarters, where it will remain until the completion of Phase 2. Phase 2 Creation. Officer in charge, SS Special Projects Acting Administrator. Is that how they refer to me? Background. As early as 1938, it was concluded that Operation Resurrection would require the development of an advanced synthetic humanoid host. A host with specifications at the extreme cutting edge of our present robotic and biological sciences.
Fortunately, and quite coincidentally, such development was already well underway by the SS Special Projects Division. This was to be the major component of their project Übersoldat. Due to our overriding priority, the project was immediately transferred to our jurisdiction. Work was then rapidly resumed with the enthusiastic cooperation of all Special Projects personnel. All existing production is to be converted from the Stage 7 Protosoldat to the new Type 2 Übersoldat. Note, this primarily involves replacing the old style titanium armor with latest ultralight carbon resin plate. Done. Due to our accelerated timetable, all scheduled trials are to be pushed ahead 6 weeks and cut back to no more than 45 days total. Results are to be published immediately thereafter. Results exceeded all expectations. What a weapon this could be if used as intended. All my arguments fall on deaf ears. Too fixated on their fairy tales to see reason. These fools will be the ruin of us all. The recent discovery of new meteorilium 317 deposits in our Baltic territories has now enabled us to meet our original production targets. See note. Meteorilium 317, the rarest form of meteorilium, is found only in certain meteor fragments that are believed to have originated at the core of our galaxy. It is essential in the manufacture of the imbuement vessel, the key component of the life essence anointment ritual, a complete waste of time and resources. 6 complete Type 2 hosts must be ready for delivery by no later than 2 weeks before the commencement of Phase 3. They'll have to make do with 5. I'm keeping 1 for further testing. I didn't sacrifice 6 years of my life for nothing. I'm sure Himmler will be out for my blood once he gets wind of this. No matter, I'm ready to confront the Führer himself over this. Phase 3 Resurrection. Officer in charge SS Oberführer High Priestess Adept Mariana Blavatsky. Good lord, is she still alive? Background. This final phase represents the culmination of over 10 years of arduous work and painstaking research. It is the realization of a dream that began even earlier. All of our efforts thus far were to achieve this one end. The resurrection of Heinrich I, master of the Dark Hosts, wielder of the powers of earth and fire, and spiritual ancestor of our glorious Reichsführer SS. I don't know whether to laugh or cry. The ceremony is to take place at our holiest site during the most favorable alignment of Saturn and Mars. A minimum of 3 hosts shall be prepared as described in the ancient texts. See note. Note. For the sake of redundancy, 6 was agreed upon as the optimal number of hosts. The presiding mystic adept, Madame Blavatsky, shall open the ceremony with an incantation as the life essence elixir is absorbed into the bodies of the initiates. Shortly thereafter, she shall utter the anointment invocation, imbuing each host in its turn with the dark life essence. Once imbued, the host will undergo a perfect transfiguration, becoming in substance true Dark Knights. Next comes the most crucial portion of the ceremony. Forming a circle with the newly anointed Dark Knights, Madame Blavatsky shall recite the most ancient words of raising. These words and the resulting metapsychic link shall open a rift in the earth, preparing the way for the rebirth of the Master. This drill is unworthy of any further comment. Can Germany afford such fools guiding her destiny? Appendix. The following is an excerpt from A Spiritual History of the Third Reich by Dr. Karl Bohren, reprinted here with the author's permission. Following Charlemagne's conquest of Saxony in 1804 and the subsequent conversion of the pagan Saxons, the so-called Dark Teachings were largely suppressed. As a result, little of consequence relating to the Thulian mystery cults occurred over the next century. Then, in 1918, the Saxon prince, Heinrich I, displayed a renewed interest in these teachings as he set out to forge an independent Germanic kingdom, separate from the powerful Frankish dynasty. According to legend, Heinrich acquired knowledge of the most ancient and arcane Thulian texts. Texts purported to hold the secrets of the dark forces which bind the earth and all that which is contained within. Armed with this great power, Heinrich set about raising an army such as the world had never seen, an army of the undead.
At the core of Heinrich's army were his three most trusted vassals, the legendary Dark Knights. In exchange for their loyalty, Heinrich imbued his Dark Knights with enormous power by means of an obscure Fulian ritual. Through this ritual, Heinrich and his companions became themselves living conduits of the dark forces, masters of the nether regions between life and death. In 1933, Heinrich unleashed his irresistible army against the invading Magyars, inflicting a crushing defeat upon them at the Riadi, oder Riade, I don't know. Next he turned his eyes west, intent upon overthrowing his Frankish overlords. It is difficult to imagine what the extent of his conquests might have been, were it not for one fateful encounter. Ich nehme mal schwer an dieses Fateful Encounters, das bei, von dieser Start-Cutscene, also die da auch noch in CG-Grafik war. His unlikely opponent was the enigmatic Simon the Wanderer. A former Benedictine monk, Simon left the order to form his own mysterious sect. With his chosen followers, he traveled insistently throughout Europe, Asia Minor and the Far East, collecting countless items of mystical knowledge from all the ancient cultures of the Old World. No doubt the channeling of raw fundamental destructive forces as practiced by Heinrich would have seemed an anathema to someone of Simon's reflective and meditative nature. A confrontation occurred, so the legend says, in 1943. After a prolonged cataclysmic struggle, Simon and his followers, by means never revealed, managed to neutralize and slay the Dark Knights. Their remains were entombed in undisclosed locations, painstakingly sealed against future violation. As for the fate of Heinrich, the sources are even more vague. Some say he was also slain, others state that he could not be destroyed, that he was trapped in a state of spiritual stasis, sealed in the very earth that was the source of his power. Na gut. Es ist natürlich sehr mystisch, sehr mystisch. Leider keine Antworten dazu, was eventuelle Schwachstellen dieser Gegner hier sein könnten. Leider. So, jetzt habe ich so viel gelesen. Ich muss mich jetzt erstmal wieder orientieren. Ich habe komplett vergessen, wo ich bin. Ich war kurz in dieser anderen Welt, in der Welt dieses Buches und hab halt versucht, da irgendwie Informationen rauszusaugen, die mir in irgendeiner Form was bringen könnten. Oh, was ist dies? To all specimen caretakers from Hauptmann Schmutzig. The 3 cases of cholera reported in the outer guard compound have been unequivocally traced back to improper disposal of specimen waste materials. In future, anyone found dumping specimen waste in the local water supply will be severely reprimanded. Hauptmann Werner Schmutzig, Operations Officer Reich Special Projects Norway. Okidoki. Boah, ey. Da redet man sich echt den Mund fusselig. Wenn man die ganze Zeit Deutsch spricht, ist Englisch sprechen echt richtig, weiß nicht, wie man das beschreiben soll. Man muss einfach auf so eine andere Art und Weise seinen kompletten Mund, seinen Kiefer, seine Zunge und so bewegen. Das ist gar nicht so einfach. Ich finde es tatsächlich immer schwierig. So das Aussprechen des Englischen. Weil es einfach so eine andere Art zu sprechen ist, naja. So, jetzt müssten wir alles haben, oder? Yeah, nice.